Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an die Veränderungen der nächsten 14 Tage. Was darf ich uns mitteilen? Was sind für Energien in der Luft? Danke für jedes Like, für jeden wertschätzenden Kommi. Und jetzt gucken wir. Ich bin gespannt. Ja, gute Nachrichten, Konversationen, die irgendwas wenden in Kürze, die Glück mitbringen, und ich habe, dass es etwas Emotionales ist. Ne? Hier haben wir sowas, das ist wie eine Nachricht, die lässt aufatmen, die macht emotional, die beflügelt, die bringt ein bisschen Glück in die Emotionen. Es kann hier sein, dass es von einem Amt, einer Behörde ist, dass es die Selbstständigen betrifft, dass sich da ein Erfolg irgendwie anzeigt in den nächsten 14 Tagen. Es kann aber auch sein, dass man hier spürt, man hat irgendein emotionales Gefängnis gesprengt, man ist über seine Grenze gegangen, und wir gucken hier auch direkt drauf. Ja. Wir liegen im Haus des Hauses, das ist ein stabiler Platz. Der ein oder andere hat vielleicht Rückzugwünsche oder möchte nicht so viel unterwegs sein oder ist gerne mal alleine, auch das kann sein, um sich zu klären, um Dinge weiterzubringen, um sich irgendwo auch emotional rauszunehmen. Ja, hier sind so Themen, da sehe ich, dass eine schwierige Situation war, dass eine Prüfung, ein recht kurvenreicher Weg, verbunden mit viel Emotionen, zu Ende geht, ein Kreuz, das weggeht, eine Erleichterung. Das haben wir in der Spiegelung ja auch mit dem Klee drin. Es können auch zwei Bereiche sein, zwei Situationen oder man nennt es vielleicht ein bisschen schicksalshafte Wende, verbunden mit einer Situation, die sehr, sehr, sehr viele Emotionen auch, das sind Emotionen, die hat man schon in der DNA liegen. Ne? Man kämpft sich so durchs Leben und man guckt vielleicht, wo waren meine Eltern, wo war ich, und man hat sich hier so schön stabilisiert. Ne? Es ist hier eine Situation, wo man Entscheidungen trifft. Diese haben jetzt zum Beispiel damit zu tun, dass Wege offener werden für die Selbstständigen, für die Finanzen auch. Ne? Man klärt sich, man trifft Entscheidungen, man findet den richtigen Weg, oder man kann sich aus einer Situation lösen, wo man sich eben nicht entscheiden konnte, weil die Dinge nicht klar waren. Hier kann es auch um Gelder von Menschen in der Family gehen. Man sieht hier die Eltern oder eben verstrickte finanzielle Wege. Und es kann um Gelder von Ämtern oder Behörden gehen. Hier tatsächlich auch aus dem Bereich Vitalität. Wir haben hier ein sehr schnelles Geschenk liegen, das verfügbar wird. Etwas klärt sich plötzlich auf. Das kann jetzt hier die Selbstständigen betreffen. Das kann auch ein Erfolg sein, wenn du künstlerisch arbeitest oder so. Das Speziellste daran ist eben, dass das, was unklar war, zu einem Geschenk wird, und das ja plötzlich. Damit sind die Veränderungen verbunden. Es kann auch eine Überraschung im Prinzip sein, etwas, was wir jetzt überhaupt nicht vermuten. Und ich sehe, dass sehr schnell Neubeginne entstehen, eben durch dieses Ding, etwas dreht sich, etwas klärt sich, du kannst etwas greifen. Und das kann die Familien betreffen, die Gelder der Familien und auch die Entscheidungen. Und es ist eine Sache, wo eine große Belastung rausgeht, wo Stagnation rausgeht, wo aus Stagnation ein Weg wird. Wir haben hier das Gegenüber, auch sehr beschäftigt mit einer Situation, wo man denkt,
das Kreuz ist groß, mir werden so viele Zusammenhänge bewusst. Möglicherweise hat man hier Themen mit der Vergangenheit, mit Personen aus der Vergangenheit, irgendwelche Mutterthemen. Oder es geht tatsächlich um eine Häutung in einem Bereich, das sehr herausfordernd war. Es kann auch so ein bisschen sein, man ist so nostalgisch oder so, ne? Jetzt sieht man hier eine Nachricht, die Nachricht liegt im Haus des Bären, das kann jetzt von einer anderen Person sein, einem Chef, wie nennt sich das? Einer Person, die eben einen höheren Rang hat. Und genau diese Nachricht bringt hier den Umschwung mit. Die Nachricht ist wie ein Geschenk, das plötzlich verfügbar ist. Die Nachricht bringt mit, dass ein Weg sich schnell eröffnet, eine Lösung zu sehen ist. Es ist vielleicht auch eine Veränderung, wo man sich drum gestritten hat oder wo man sich so ein bisschen auseinandersetzen musste, dass einem nicht die Butter vom Brot genommen wird. Wir haben jetzt hier den Bären auch noch dabei in der Korrespondenz für die Veränderungen an sich. Autoritätsperson, jetzt ist mir das eingefallen. Das kann eine Cheffigur, wie gesagt, sein, jemand vom Amt, der Vater, eine wichtige Person aus der Vergangenheit. Wir haben hier in der Mitte das Bestehen einer Prüfung. Auch das kann die gute Nachricht sein. Irgendjemand wartet auf ein Ergebnis, ein Gutachten, irgendetwas. Und es ist hier sehr schnell Energie verfügbar, die Wissen mitbringt, die irgendwie auch so neue Energie von außen mit reinbringt. Eine Veränderung, die sehr ausgleichend ist und eine Veränderung, die sich auf alle Herzensangelegenheiten zeigt, auf Neubeginne jeglicher Art oder auch tatsächlich im Bereich der Liebe, Partnerschaft. Es kann ja auch an die gehen, die sich zwischen zwei Stühlen fühlen, ne? Vergangenheit, hier und jetzt oder zwei Partnern. Anfang und Ende ist hier wieder sehr präsent und es ist eine Tür, die hier aufgeht, wo vorher viel Mangel war oder sich nichts getan hat. Es kann hier auch sein, dass Freundschaften sehr wichtig werden, die nächsten 14 Tage. Man sieht hier Treffen, Geschenke, Nachrichten. Man sieht Personen, die einem am Herzen liegen, die vielleicht auch verbunden sind mit Entscheidungen oder Wegen, die dadurch frei werden, dass andere Personen oder gewichtige Dinge sich verabschieden, die vorher für Elend gesorgt haben oder für drückende Energie oder für Unklarheit auch. Es kann ja auch sein, es geht um die eigenen Kinder, die Chancen der eigenen Kinder oder um die Haustiere, ne? Das ist hier sehr schön, das ist unser Haus. Hier liegt das Haus drin, das doppelt sich von oben so, ne? Wir liegen im Haus des Hauses und das Haus liegt in unserem Haus drin. Mein Gott, ist das ein Wortgulasch. Hier ist es so, dass das Umfeld sehr stark wirkt, dass man aber selbst einen richtig guten Boden hat, wenn es hier rasch losgeht, in voraufgeregter Stimmung zu sein, ne? In Vorfreude auf irgendwas, eine Situation, wo man sich wirklich emotional auch rausnimmt und sagt, ne? Es kann sein, dass das Umfeld auch so einwirkt, dass es auf Familienthemen blockierende, konfliktreiche Energie hatte, die hier aber wieder zu Wegen wird. Also steht für euch ein, haltet durch, dann gehen die Blockaden hier auch weg, verbunden mit einer großen Verstrickung am beruflichen Bereich, mit Mutterthemen oder an sich mit allem, wo ihr denkt, ich bin so eingebunden in ein Feld und komme
nicht raus. Was ich hier sehe, ist auch, dass man irgendwie Leute im Umfeld hat. Es kann aus den Familien, aus den Freundschaften oder aus dem Arbeitskollegenkreis sein, die hier, wie sage ich mal, eigentlich mehr Blockaden mitbringen als freie Energie. Und auch da sieht man, dass ein neues Konstrukt entstehen könnte. Die Frage ist halt, inwieweit ist man bereit dazu, das Beziehungskonstrukt zu ändern, neue Leute reinzulassen, das Fundament, das man hat, gut pflegt. Im Haus der Arbeit liegen hier die Sterne drin. Das sind jetzt Dinge, die sich klären, die unter einem guten Stern stehen, die ein bisschen glücklichen Ausgang in diesem Bereich mitbringen. Wir haben die Arbeitskarte im Haus des Buches, auch hier verbunden, ne, mit einem neuen Kapitel, mit einem Geschenk, das Wachstum mitbringt. Es kann jetzt hier auch aus dem Bereich Kollegen, Freunde, mit denen etwas macht oder neues Angebot sein. Schöne Energie, denn beim Rösseln kommen wir hier auf die Sonne und hier auf das Herz. Und das betrifft natürlich auch die Angelegenheiten, an denen man gearbeitet hat. Es kann hier eine finanzielle Sache sein, die sich auch aus dem Bereich Haus, Häuslichkeit, Umfeld zeigt. Wir haben im Haus der Finanzen den Fuchs drin, bedeutet für mich auch, guckt euch das längere Wachstum an, wo muss man etwas investieren, was sich vielleicht nachher nicht lohnt. Also hier einfach die Warnung auch auf alles Finanzielle genau lesen, genau hinhören, einen klugen Zug machen, Unehrlichkeiten entdecken. Dann kommt man hier auch in den Flow rein. Also es sind nicht die 14 Tage, wo man das Geld mit vollen Händen ausgibt, sondern wo man versucht zu überlegen, wo, in was investiere ich. Aber ich bin durchaus zufrieden, das ist eine sehr schöne Energie. Es ist hier auch wieder so bezeichnend, ne? Das sind wir. Wir gucken in diese Richtung. Das sind die Personen um uns herum. Die hängen uns entweder im Rücken oder machen ihr komplett eigenes Ding. Der Bär ist auch hier irgendwo, ne? Es geht sehr viel um unseren Weg und um unser Fundament. Und es geht, glaube ich, auch darum, mal was bleiben zu lassen, sich wo rauszunehmen und den anderen die Arbeit abzunehmen, die sie entweder selbst hätten an einer Situation, die sie betrifft, wo sie selbst mal den Fuß rauskriegen müssen, wo wir aber immer wieder interagieren. Oder aber auch die Aufgabe von uns, ne, dass wir nicht Mutter Teresa spielen ständig. Wir haben den Wirbelsturm, der bringt ein bisschen Durcheinander mit. Und er hat genau diese Situation, dass man seine Macht annimmt. Ne? Hier ist so ein Bäm, ein schneller Moment des Aufwachens. Die Karte, die bestätigt eigentlich ein bisschen den schnellen Neubeginn, denn die sagt, es ist jetzt soweit. Ne? Ruf mal dein ganzes Potenzial ab, aktiviere deine Kraft, handle, wenn sich die Gelegenheit anbietet, schieb sie nicht weg. Sei mutig auch, ne? Sag selber mal so, hier ist ein Gong für euch. Die Worte, die man hier ausspricht, werden große Bedeutung haben. Hier darf man tapfer sein, sich den Dingen stellen und man ist sich so bewusst, man ist selbst der Held im eigenen Leben. Es geht darum, auch für sich selbst einzustehen und das zu lernen. Und das können wir hier sehr gut. Wir korrespondieren mit den Sternen. Ne? Da kann es sein, dass ein bisschen Chaos herrscht und genau dieses Chaos dann eben Genesung mitbringt. Es ordnen sich die Dinge wieder neu. Möglicherweise ist das Leben so still oder es ist
langweilig oder man stagniert und man kommt gar nicht mehr in die Veränderung rein. Jetzt eine Zeit, wo sehr viel Unerwartetes kommt, das wieder neuen Schwung in unser Leben bringt, auch wenn wir alle die Komfortzone lieben. Ja, hier kommt der Pfau noch mit, es geht um das Thema Vollendung. Hier schaut man so ein bisschen in die Sterne, in das Universum, in das Göttliche. Und da sind Antworten für uns und der richtige Weg auch. Ne? Wenn der Pfau kommt, ist es auch so eine Befreiung von Leid, das sieht man hier oben. Man darf ein bisschen mehr angebunden sein, wieder in den Kontakt treten mit der Führung, immer wieder innerlich leer werden. Und es ist eine Zeit, wo die göttliche Gnade uns befreit von irgendetwas sehr, sehr Schwierigem. So, hier haben wir noch 2. Vielleicht ist es gut, in der nächsten Woche sich mal darum zu kümmern, dass man so Rituale findet für den Alltag, wo man sich rausnimmt, sich klärt. Hier ist zum Beispiel ein Räucherstäbchen drauf. Manche, die nehmen sich jeden Tag Zeit zum Lesen oder zum Stricken oder zum Meditieren. Also etwas einbauen, was uns erdet, was uns Kraft gibt, an dem wir emotional auftanken. Und es ist auch weitere 14 Tage der Fruchtbarkeit. Ne? Wir haben Element Wasser, das ist Fische, Krebs und Skorpion. Und wir haben hier Erde, das ist Stier, Steinbock und Jungfrau. Der Glücksimpuls. Die unerwartete Wende, das ist das, was sich hier überall durchzieht, das plötzlich Schnelle, das mit dem man nicht rechnet. Kann ein bisschen abenteuerlich werden, aber wir sollen ja hier auch aus dem Alltagsgrau in Grau mal raus. Deshalb passt es wunderbar dazu. Ihr Lieben, ich drücke euch und bis bald.